Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ja, die Sonnenbrille, die können wir jetzt, glaube ich, abnehmen. Ich bin wieder mit einem Doppelstock unterwegs. Ja, diese Woche jeden Tag den Doppelstock gehabt, weil der Volvo anderweitig woanders eingesetzt wurde. Ist aber nicht schlimm. Aber da bin ich auf die Idee gekommen, wenn ihr eines Tages mal mit so einem Doppelstock fahren müsst, mit Parken, mit Höhe und Länge, und das hatte ich euch ja schon mal in den anderen Videos gezeigt. Wer das noch nicht weiß, der kann es hier oben, war das hier oder da, müsst ihr mal gucken, da erscheint gleich was, könnt ihr euch das ja noch mal angucken. Aber was ist denn mit den Koffern? Ja, ihr wisst ja, der Doppelstock, der hat eine begrenzte Stauraum, und das schauen wir uns mal an, was ihr da alles so zu beachten habt, wie das dann aussieht, wenn mal tatsächlich 79 Koffer und plus mehr kommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das dann gemacht wird, dann bleibt dran, alles nach dem Intro. Bis gleich. Über den Doppelstock hatte ich ja schon mal Aufnahmen gemacht. Könnt ihr ja auch auf dem Hauptkanal euch mal anschauen. Wie gesagt, hier steht es nochmal drauf. 78 Plätze plus hier für den Reiseleiter 79 eingetragene Personen. Wie ihr sehen könnt, hier ist gar keine Möglichkeit. Das sind noch von den Fahrgästen Sachen. Gar keine Möglichkeit, und man darf auch nicht hier zwischen den, wie jetzt hier zum Beispiel, das sind jetzt nur Reiseproviant, was sie haben, hier fliegt nichts weg. Der hat auch hier oben nichts, wo man mal was verstauen kann. Ja, wenn man jetzt mal hier hoch geht, ja, auch kaum Möglichkeit hier oben vielleicht, aber hier passen natürlich keine Koffer oder so etwas rein. Ne? Der Gang, der muss sowieso immer leer bleiben. Wir können mal hinten durchgehen und unten wieder raus. Ne, also kommt nicht auf die Idee, hier in die Gänge mal Koffer hinzustellen oder so. Weil wenn hier gebremst wird, die landen direkt vorne an der Scheibe. So, wir laufen mal hier wieder runter. Hier ist was rausgeflogen. Keine Ahnung, irgendwelche Schuhe. Könnt ihr sehen, das darf nicht hier im Gang liegen. Tun wir wieder hier hin. So, jetzt aber zu den Koffern. Ich gehe mal mit euch raus. Kofferklappen müssten auf sein. Ich gehe mal hier von der Seite. Ich bin hier am Hennetal Sperre. Hier vorne ist das Hennetal See. Und so, bis hierhin schon mal alles voll. Wichtig ist, wenn ihr Koffer ladet, warte, ich mache mal ein bisschen größer. So, erstmal die Koffer, ja, erstmal die Koffer hier oben hin, bis oben an die Decke. So, wenn ihr dann die Koffer drin habt, dann erst, gehen wir jetzt weiter. Wenn ihr die Koffer drin habt, dann erst die Taschen. Vorher schon Bescheid sagen, erst die Koffer, dann die Taschen. Hier will ich gar nicht aufmachen, ich lade ja von hier ein. An der anderen Seite von der Tür wird gestapelt, wie ihr das gerade gesehen habt. Und zum Schluss wird die Tür zugemacht, dann wird nur noch hier eingeladen. Hier machen wir auch mal auf, nicht dass mir schon was entgegenkommt. Ja, hier könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Ich tue mal, ja, bis oben an die Kante. Und hier stehen die auch schon. Und hier hinter mir, ich sehe das jetzt selber nicht, ist auch, ne, so ist besser, auch alles voll mit Koffern. So, sagen wir mal 79 Personen, ihr habt die Koffer alle schon drin. Ja, wenn alle Koffer drin sind und die kommen aber noch mit extra Gepäck wie Wasser, Spielsachen, Spielzeugkisten oder irgendwelche anderen Kisten, was macht ihr dann? Dann gibt es ja hier, könnt ihr sehen, das sind doch die Vorrichtungen. Der wird hier ein
Koffer extra zusätzlich, den haben wir auch da hier dran gemacht. Das sind eigentlich Skikoffer, aber zur Not kann man da natürlich auch was anderes transportieren. Auch wenn man das im Vorfeld nicht weiß. Überraschung. Das machen die Schulen meistens, ne? Einfach nur die Personenzahl mal eingeben, aber wie viel die noch mitnehmen, das sagen die nicht. So, und dann steht man vor dem Problem, man will die Schüler und so einladen, Koffer sind drin, ja, wir haben aber noch das und dies. Ja, toll. Und wenn der Busfahrer einen festen Bus hat, wo er auch Exklusivfahrten macht mit Getränke und so, haben wir natürlich hier auch unsere Schlafkabine. Und in der Schlafkabine ist normalerweise, wenn keine Zwei-Mann-Besetzung ist, kommt selten vor, haben wir dann unsere Getränke gelagert. Ja. Nur ich habe diesmal Glück gehabt. Der Kollege, der hat keine Getränke dabei gehabt. Guckt mal jetzt hier. Alles voll. Ja, das ist ja eigentlich die Schlafkabine. Ich zeige euch das von der anderen Seite auch nochmal gleich. Bis hierhin voll. Da sind irgendwelche, guckt mal, Tupperdosen und Getränke und was weiß ich. Alles dabei gewesen. Ne? Sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. Das habe ich dann erstmal so gelöst. Hat alles gepasst. Ich zeige euch jetzt aber auch noch mal. Dazu muss ich die Tür aufmachen. Wartet, ich nehme euch einfach mal mit. Ist vielleicht mal interessant für euch. Hier erstmal die Tür aufmachen. So. Man kann ja hier in eine Schlafkabine von hier hinten rein. Da ist auch das Zeichen für Schlafkabine. Ja, und wenn wir das jetzt aufmachen, haltet euch fest. Auch bis hierhin, wie gesagt, alles voll. So, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Ja Leute, so sieht das aus. Mit einem Doppelstock ist, wie gesagt, beim Fahren Vorsicht zu genießen, beim Beladen Vorsicht zu genießen. Also ich bin kein Freund von Doppelstock fahren, muss ich nicht haben. Ja, mein Volvo, das reicht mir vollkommen. Obwohl bei dem Volvo auch auf der rechten Seite auch die Getränke sind. Und der hat den 3 Ladeklappen auf der linken Seite, was natürlich ein bisschen blöd ist beim Einladen, wenn dort Straße verläuft. Deswegen muss ich den Leuten immer sagen, passt auf, ihr müsst die Koffer vor dem Bus stellen und ich lade die dann immer selbst ein. Einerseits gut, wenn man jetzt den Leuten sagt, ladet mal selber ein. Der eine schmeißt das kreuz und quer, der eine stellt es senkrecht, der eine waagerecht. Und ich kann das wunderbar packen. Habt ihr ja gerade gesehen, wie ich gepackt habe. So kann dann eigentlich nichts passieren. Das wollte ich auch noch mal eben halt loswerden, damit, wenn ihr eines Tages mal so einen Doppelstock fahren müsst, damit ihr nicht vor diesem Problem steht. Immer vorher erkundigen, habt ihr auch oder eurem Disponenten sagen, wenn eine Schule oder irgendeine Gruppe, irgendeine Jugendherberge, was weiß ich, wer was mit euch fahren will, anruft und die Personenzahl auch schon genau an der Grenze ist, immer nachfragen. Gibt es da auch Sondergepäck? Habt ihr Sondergepäck noch dabei? Ne, wenn kein Sondergepäck jetzt wäre alles okay. Genau mit den Koffern her, irgendwie passt das. Wenn das jetzt nicht alles so XXL-Koffer sind, dann passt das. So, was gibt's noch? Sonst eigentlich nichts. Wie gesagt, kein Freund von Doppelstock. Zum Fahren Vorsicht zu genießen, beim Bepacken Vorsicht zu genießen. Insgesamt vorsichtig sein mit einem Doppeldecker. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wenn ihr meinen Kochkanal, das sage ich ja immer wieder, der ist jetzt richtig im Kommen, auch für uns Busfahrer, ja, und LKW-Fahrer, wenn ihr das jetzt auch gerade mal anschaut und ihr seid ein bisschen füllig, auch wenn das nur 5 Kilo sind, wenn ihr 5 Kilo abgeben könnt, verbrennen könnt, schmelzen könnt, das ganze Fett, was hier, diese Rettungsringe hier ringsherum, man fühlt sich dann viel wohler, Lenkrad kann man wieder in Ruhe drehen, dann stört der Bauch nicht, ne? Ich habe jetzt ungelogen 2 fehlen mir noch, 8 Kilo abgenommen in 21 plus 20 in 21 plus 20, 2020, 41 Tagen abgenommen mit meiner Ernährungsgeschichte, ketogene Ernährung, alles zu sehen auf Kochschule OE. So, wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, das Abonnieren nicht vergessen, damit wir noch mehr wachsen, damit ich noch mehr Tipps an mehr Leute abgeben kann. So, in diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet OE.